Servus, ich bin's, der Philipp. Ich bin wieder im Pomade-Shop Headquarter in unserem wunderschönen Showroom in Ottobrunn. Und heute zeige ich euch wieder eine richtige Clay, die Caviar Clay von J. Sloan. Genau, von J. Sloan hatten wir bis jetzt, glaube ich, noch keine Produkte. J. Sloan ist eine Marke aus New York, Barbershop in New York, und die stellen eigentlich Premium-Pomaden, wasserbasierte Pomaden her, nennen es Brillantine, um den alten Begriff Brillantine wieder aufzugreifen. Haben eigentlich wunderschöne Produkte, genauso wie das Caviar Clay, was mein liebstes Clay ist. Genau, es sieht wie ein klassisches Clay aus, also wieder dieses weiße, ja, dieses weißgräuliche, die weißgräuliche Paste. Genau, hat auch wieder Clay drin, also Tonerde. Riecht eigentlich recht frisch zitrisch. Also ich mag es, wenn das ein bisschen herber oder ein bisschen zitrischer riecht. Genau, lässt sich auch wunderbar wieder entnehmen. Haare habe ich wieder frisch gewaschen, sind leicht feucht. Sollte am besten natürlich komplett trocken sein, damit ihr den komplett trockenen Look auch habt. Damit die auch ein bisschen voluminöser wirken. Aber ich mache es jetzt einfach so, es geht auch. Genau, wieder eine Fingerspitze voll. Dann schön verteilen. Genau, wie ihr seht, ist das wieder komplett weiße Paste an den Händen, aber das verteilt sich wieder in den kompletten Haaren. Dann geht es wieder ins Einreiben und ihr seht, das gibt wieder einen komplett weißen Schein, aber das vergeht dann ja wieder. Dann nehme ich noch ein bisschen nach. Komplett von vorne bis nach hinten, wie bei den wasserbasierten und bei den klassischen ölbasierten Pomaden auch, damit ihr überall das Produkt habt, damit die Haare auch sitzen. Ich habe dann wieder den Herkules-Kamm, den groben Kamm, den finde ich am besten für diesen lockeren Stil, weil ihr eigentlich keinen angelegten Look haben wollt, sondern was Lockeres. Schaut an, dass die Haare wieder ein bisschen liegen, auch an der Seite, nicht ganz so arg abstehen. Und dann versuche ich vorne wieder ein bisschen so eine Welle reinzukriegen. Genau, den Rest mache ich dann mit den Fingern. Genau, schau, dass dann hinten noch ein bisschen besser liegt. Genau. Und dann war es das schon. Es geht relativ schnell, weil ihr ja eben einen lockeren, natürlichen Look haben wollt. Genau. Caviar Clay ist eigentlich eine super, eigentlich wie ich finde, die beste Clay. Also ist meine absolute Lieblingsclay. Hat einen relativ festen Halt, also da müsst ihr schon schauen. Die wird dann doch recht fest, vor allem im trockenen Haar. Im nassen Haar ist sie ein bisschen leichter, aber die zieht dann noch an. Nichtsdestotrotz bleibt sie aber formbar den ganzen Tag, also wird nicht komplett fest trocken, sondern bleibt halt fest formbar. Das ist der Vorteil bei der. Ich würde sie dann schon eher für schwierigeres Haar, also für welliges Haar empfehlen oder für lockiges Haar als Clay, weil die anderen Clays doch recht weich sind, fein sind und die kriegt dann doch einen recht wachsigen, festen Halt. Also da könnt ihr schon einiges mitmachen. Ja, viel kann man dazu nicht mehr sagen. Also außer natürlich support your local barbershop. Schaut, dass ihr immer frisch geschnittene Haare habt. Gönnt euch das einfach. Das muss einfach sein und man muss sich ja auch mal zwischendurch was gönnen. Genau. Wenn ihr mal in München seid, dann kommt doch in den Pomade-Shop in der Blumenstraße. Da bin ich auch da. Dann kann ich euch das Produkt direkt zeigen. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ciao.